Sonnenuntergang über der Achthuber und ich stehe hier mit Köderfischen. Klein, fein Köderfischen mit Laube an der Achthuber. Und das kann doch nur gut werden, oder? Da muss doch ein bisschen was reingehen. Ich bin gespannt, was hier alles reingeht. Oh, guck mal, schöner dicker Aaland. Oha, 3,4er Aaland. Jo, da kann auch gerne noch mehr reingehen. Also, schön dickes Setup hier. Viel Schnur, viele Lauben. Und dann raus damit hier. Puh, eine Stelle, da geht mir ja fast das Herz auf, ne? Erinnerungen kommen da hoch. Uralte Stelle, wo ich damals schon, wo die Achthuber noch neu war, da stand man hier schon eine ganze Zeit lang immer mal wieder auch auf Jig. Also auch auf Jig durchaus eine Möglichkeit, dass man sich hier hinstellt und dann ausreichend Schnur mitnehmen. Am besten jetzt noch vom Weihnachtsmarkt die 500 Meter Schnur mitnehmen oder eine noch größere. Vielleicht so eine 1000er Spule oder so. Also richtig viel Meter Schnur mitnehmen, denn hier ist die gesamte Map offen. Es gibt hier keine Möglichkeit, den Fisch irgendwo gegenzulenken, außer ans andere Ufer. Und das ist ein Stückchen. Also da ist wirklich, naja, ich sag mal, es könnte sehr gefährlich werden, wenn man hier einen Fisch dran hat, der einfach zu stark ist. Dann haut er einfach ab. Dann ist vorbei. Dann ist das nun mal so. Bisschen ins Risiko kann man auch schon mal reingehen. Dann macht das Ganze auch natürlich noch ein bisschen mehr Bock, wenn man hier das Risiko hat, dass da irgendwas Gefährliches reinballert. Naja, so ein kleiner Zander, der schockt natürlich nicht. Aber es gibt natürlich auch größere Zander, die hier reingehen können. Auf Laube. Und so ein richtig großer, den nehmen wir doch auch gerne mit. Warum auch nicht? So, zack. Einfach rausgeworfen. Clip. Die altbekannten und heißgeliebten 35 Meter. Immer wieder ein guter Clip an ganz vielen Gewässern. Also einfach locker rausgeworfen hier auf die 35 Meter. Und ja, nebenbei jetzt natürlich immer noch mal kurz Kontrolle machen, ob schon irgendwo wieder was dran ist. Auf Laube. Ansonsten kann man natürlich auch einfach hier G drücken, also in das Setup reingucken. Und wie immer, jetzt geht es gerade los, warten, bis die Schrift hier anfängt zu flackern. Ich weiß immer nicht, ob man das gut in der Aufnahme sieht. Also bei mir flackert es jetzt halt immer wieder. Warum auch immer. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein kleines Zeichen hier oben mit so einem Biss, genau wie das Bisszeichen unten in der Action Bar. Dann könnte das eigentlich ja auch genauso hier oben sein oder hier unten irgendwo neben oder wie auch immer. Zack, Biss irgendwo. Wäre ja irgendwie sinnvoll, wenn da eh schon die Schrift irgendwie so komisch flackert, dann weiß man wenigstens irgendwo, ah ja hier, irgendwo ist ein Fisch, der gebissen hat. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, was hier alles noch so reingeht. Also ich habe mir eine größere Handvoll Lauben besorgt und auch das hier wäre für mich richtig gut. Caspi Maifisch würde ich schon nehmen, das Teil. Der beißt regelmäßig eben auch auf Laube. Also das wäre richtig, richtig gut. Von daher, also das ist mit einer der Gründe, warum ich hier hingegangen bin. Das Teil vielleicht sogar die Chance auf den Braschnikow-Hering. Super seltene Heringsart, die es eben ja auch nur hier an der Achthuber gibt. Aber hier können natürlich noch andere Brocken reingehen. Weißlachs kann hier reingehen. Durchaus mal ein Wels kann hier reingehen. Quappen bestimmt auch. Zander natürlich. Hier könnten vielleicht sogar auch die kaspischen Forellen reingehen. Ja, und dann natürlich auch noch die Klassiker zwischen Rapfen und Döbel und Hecht und so kann man sich dann aussuchen, was einem da am ehesten gefällt und was man vielleicht haben will oder eben auch nicht haben will. So, ziehen wir mal ein bisschen stramm. Von daher ist das Setup eben auch nicht ganz, ist da was drauf? Tatsache. Das Setup auch nicht ganz so klein. Mit 27 Kilo allerdings auch nicht sonderlich dick. Also das ist jetzt kein überragend dickes Setup, denn dann könnte man hier natürlich auch mit einer 60 Kilo Schnur sich hinstellen und ein 55 Kilo Fluorocarbon-Vorfach.
dann ist man natürlich hier dick ausgerüstet. Und das wäre natürlich auch durchaus eine Möglichkeit, ne? Aber ich bin ja auch tendenziell eher auf die kleineren unterwegs. Trotz allem, wie allzu oft schon gesagt, Hakengröße 4,0. Ihr habt gerade gesehen, 149 Gramm oder was es war. Da ist er, 148 Gramm. Der kleine Caspi-Maifisch ballert auf die Laube auf einen 4,0er Haken. Weil die Haken einfach, ich weiß es nicht, die zählen nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Also Haken im Köderfischangeln, irgendwie keine wirkliche Daseinsberechtigung. Sie sind einfach da, aber irgendeine Auswirkung haben sie nicht. Ja, der neue Zander im guten Style, im größeren Style. Ich hätte mir ihn auch so ein bisschen verwegener gewünscht. So wie der letzte, da fand ich es ganz geil, dass so die Schwanzflossen auch so abgebissen waren und sowas. So ein bisschen aggressiver, so ein Brawler wäre schon cool gewesen. Aber so passt es auch. Färbung und sowas schmeckt ja auch. So, jetzt gehen wir hier nochmal weiter rein und testen noch ein bisschen. Und ich werde das natürlich auch noch ein bisschen länger testen hier. So lange, bis die Lauben weg sind. Zack, einfach wieder locker raus. Ihr seht von der Frequenz her, ne? Sensationell. Kann man schon machen. Das ist schon nicht verkehrt. Und auch von den Fischen her bin ich auch schon sehr zufrieden. Also es geht hier einiges rein, was wirklich, ja, was man gut mal mitnimmt. Warum auch nicht? Yep. Der nächste Rapfen, jawohl. Nehmen wir auch gerne. So, und dann gucken wir jetzt gerade nochmal eben, wo wir hier genau sind. Und wieder raus. Ich werfe übrigens gerade, sieht man es jetzt gerade? Doch, da hinten. Zu diesem Baum. Der einzige Baum, der da hinten so ein bisschen rausguckt. Also einfach locker geradeaus da in die Richtung. Einfach ein Ziel gesucht, angeworfen. Gib ihm. So, hier ist schon wieder was dran. Jawohl, hier ist auch schon wieder was dran. Ja, Frequenz, gut. Gute Frequenz. Ich gucke einfach mal, ich baller jetzt hier die Lauben einmal alle durch. Und bin gespannt, was denn da so noch bei rumkommt. Kohlemäßig, naja, wird sich schon irgendwie lohnen, ne? Kohlemäßig wird sich das schon irgendwie lohnen. Klar, wenn man hier die Köderfische natürlich noch mit reinrechnet, dann muss sich das aber natürlich auch lohnen. Denn das ganze Angeln hier auf die Köderfische und so, das dauert natürlich auch noch. Also da muss man natürlich auch die Zeit immer noch mit reinrechnen. Und dementsprechend muss sich das natürlich dann hier beim Köderfisch verangeln natürlich auch richtig gut lohnen. Ja, aber wie gesagt, die Zander sind sehr gut von der Preislage. Wenn man hier natürlich noch ein paar Caspi-Maifische mit reinkriegt, auch nicht schlecht. Und wenn man das Ganze einfach testen will, auf Jig, auch das einfach mal rumprobieren. Provoker mit rein oder die kleinen Minnows in 80. 80er Minnow, heißen die so. 80, 80, 80, 80. Wo sind sie? Hier sind sie doch. Genau, Lynx Minnow in 80. Also auch diese hier, speziell auch in Gelb und so. Das waren damals schon die Köder, die immer wieder richtig gut funktioniert haben. Hier einfach beim Durchjiggen. Einfach hier in der Ecke. Ja, wo ist er denn? Oben rechts in der Ecke. Da oben versteckt. Und zwar dann hier in diese Area. Das war schon immer die Area, wo man, wie gesagt, auch damals schon richtig gut rein konnte, durchjiggen konnte und so weiter. War immer wieder ganz nice. Ja, und jetzt von hier aus einfach, wie gesagt, hier in diesen Bereich rein. Geht ganz gut. Kann man ganz gut machen. Ja, also einfach hier mit dem Anleger oder vom Anleger aus mit dem Boot rüberbrettern und dann raus damit. Ja, ich glaube, das ist es, ne? Das ist es. Letzten Endes heißt es jetzt natürlich Geduld haben. Ich bin auch gespannt, was hier am Tag noch alles geht. Ich hatte jetzt quasi erst ab den Abendstunden angefangen hier zu testen. So, gucken wir mal. Ich hoffe nicht, dass mir hier ein dicker, fetter Wels reingeht. Da habe ich keinen Bock drauf. Setup gucken wir uns nochmal kurz an. Im Detail so ein bisschen mehr. Ja, hier wie gerade schon gesagt, vom Weihnachtsmarkt die geflochtene Schnur mit 500 Meter. Es gibt natürlich noch andere Schnüre, wo dann 600 Meter drauf ist oder sowas. Kann man natürlich auch nehmen. Geflochtene Schnur habe ich hier drauf, damit ich eben die kompletten 500 Meter verwenden kann. Und ja, und dann hier von der Stärke, ne, mit 30 Kilo, 31 Kilo passt das, glaube ich, ganz gut. 27 Kilo Fluorocarbon ist eine Stärke, die eine gewisse Hechtsicherheit bietet, aber nicht zu dick ist und trotzdem eben auch noch gut
funktioniert bei etwas scheuen Fischen. Also das passt soweit schon mal ganz gut. Ja, ansonsten ein dickes Blei und so weiter. Ne? 4-0er Haken, wie gerade schon gesagt, das sind hier die Haken mit der höchsten Tragfähigkeit, wobei wir das bei dem Setup auch überhaupt nicht ausnutzen können. Trotz allem halt vernünftige Haken verwenden und dann ab dafür. Na guck, jetzt geht es hier schon wieder weiter. Zap, zarab. Ich ziehe die beiden nochmal raus hier und dann gucken wir mal, was hier so in Gänze noch geht. Und dann werde ich das aber, wie gesagt, durchziehen, komplett in die Morgenstunden. Na guck, Aaland, Aaland, Aaland. Wäre vielleicht auch tatsächlich eine Möglichkeit, hier einfach mal auf Aaland zu gehen mit klassischen Naturködern oder so, mit so Boilies und sowas. Ne? Auch durchaus mal eine Option, wenn der Aaland doch dann hier ist. Zumindest jetzt gerade. Na, guck mal, hier ist sogar auch irgendwas Kleines drauf. Dass man dann einfach versucht, den Aaland gezielt zu beangeln mit so fischigen Aromen, Lachs oder Heilbutt. Maifisch, gerne mehr Maifische. Jeder kleine Fisch finde ich schon super, nehme ich gerne mit. Dürfen alle gerne reingehen hier, die kleinen Maifische. Ja, 97 Gramm. Passt. Wobei, da muss ich auch sagen, da ist es ja schon fast ein bisschen schade drum, dass man da dann immer eine Laube für opfert. Aber wenn dann irgendwann mal die Trophy reinrasselt, ist es dann nicht mehr so schade. So, komm ran hier. Noch einer, der ein bisschen aktiver ist. Und hier rüber rennt bis ans Ufer. Kaspischer Schwarzrückenhering. Ich sag es dir. Da sind sie. Und das Teil jetzt hier nochmal als Braschnikow-Hering. Bäm, Alter. XP-mäßig, abgefahren, kohlemäßig, ganz abgefahren. Braschnikow-Hering. Das wäre schon der Burner, Alter. Das Teil abhaken, wäre richtig, richtig wild. Also, einfach mal hinhocken hier und ein paar Lauben rausballern und dann hoffen, dass was Seltenes reingeht. So, raus damit. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.